das meditative Anzünder der Kerze und der Buddha zu Ehre. Das Räuchergeräusch gefällt mir so da. Das hat auch was so von einer Shisha-Abpfeife. So. Ja, im Leben erlebt man vieles und auch Verrücktes und Kurioses, aber jeder andere Mensch ja auch. Ne? So. Servus, Salve und Ade, neu. Bleib schon da und erzähl was. Ja. Also der Sommer 2003, da habe ich auch noch eine Reise gemacht, die ein bisschen weiter war und danach viele Jahre keine längere Reise gemacht. Ja. Auf jeden Fall nicht, ja, nicht in so krass Ferne. Ja. Gut, in Deutschland halt dann schon noch, bin ich verreist viel, das schon, aber das war 2003 war das habe ich dann noch eine lange Reise gemacht und viele Jahre nicht mehr, bis ich es dann wieder gemacht habe. Ja. Und eine von meinen Nachbarn habe ich ja Kung Fu gelernt, das Tiger Kung Fu. Ja. Und davor bin ich mit verschiedenen Stilen in Berührung gekommen. Ja. Also mein erster Stil, den ich gelernt habe, das war schon Ryo Karate, das war Anfang der 90er. Da habe ich aber dann aufhören müssen wegen der Berufsschule und weil hier die Berufsschule hat keinen Platz gehabt, da habe ich woanders starten müssen. Auf der Schule hat es Jiu-Jitsu, japanisch Jiu-Jitsu AG gehabt, da bin ich in Berührung gekommen. Auf der Berufsschule, dann in der zweiten Berufsschule, da hat man Taekwondo und Fitness umsonst mitmachen dürfen, haben wir auch noch keine Taekwondo-Prüfung machen können. Ja, weil ja man das halt gratis gekriegt hat, man hat aber mal schnuppern dürfen. Ich bin auch mit Wing Chun ins Berührung gekommen. Ja. Das habe ich auch ziemlich lang gemacht, relativ, wie man sieht eigentlich. Ich habe da aufhören müssen wegen auch Verletzungen. Dann habe ich auch, bin ich dann so ins Bodybuilding reingerutscht, ja, von Natur auch, ja. Das ist auch immer zu sehr, wie weit, aber da möchte ich mich jetzt nicht vertiefen. Von anderen bin ich dann, sehe dann untrainiert aus, die da irgendwie Challenge machen, Wettkämpfe auf Posing, da bin ich ein Lauch. Ja, und dann hatte ich ja den Nachbar gekriegt, der da dann auch so ins Tiger Kung Fu reingerutscht bin. Ja, und das auch dann viele Jahre gelernt haben. Und das war so ein Reisetyp. Ja. Der hat in Hongkong mal gelebt, da hat er sich lange aufgehalten, ist nach China gegangen, da hat er sich lange aufgehalten, also Festland China, also nicht, ja. Also Hongkong war ziemlich lang, ja. Aber nicht nur in Hongkong China war er, sondern auch Festland China war er und da ist er auch ziemlich lange in einem Ort gelebt, da ist er weiter gewandert an einen anderen Ort in der Volksrepublik China und irgendwann hat er Lust gehabt, nach Deutschland zu kommen und hat sich dann bei uns niedergelassen und dann hat er mir das beigebracht. Viele Jahre später ist er dann wieder weitergewandert, aber 2003, da haben wir das schon vorher geplant gehabt, schon ein halbes Jahr vorher. Er hat gesagt, er möchte da wieder in China in die Provinz gegangen, Shantung, also so ein Dorf, das so gleich, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch auf der Landkarte abgezeichnet war. Auf jeden Fall wollte er mir dann auch und das sind wir dann geplant gehabt und dann, wo der Sommer 2003 gekommen ist, da sind wir da auch hinpilgert, also mit dem Flugzeug hinflogen und dann mit Zug und
Bus und etc. bis sind wir nach Shantung gekommen, das in Südchina liegt. Und das war ein ganz kleines Dorf, das war so klein, dass ich noch die Struktur auswendig im Kopf habe. Ja. Ich habe gehört, dass das Dorf anscheinend jetzt 2003 hat es noch gegeben, aber viele Jahre später hat es dann nicht mehr gegeben, weil die Alten sind verstorben, die Jüngeren sind dann in die Großstadt ausgewandert und dann haben sie das Dorf eigentlich platt gemacht. Ja. So muss man sich das vorstellen. Ja. Ich bin jetzt kein Architekt ja, oder so. Das sind so die Straßen, die verlaufen. Ja. So. Das war's eigentlich, das war das ganze Dorf. Ja. Dass man das schon als Dorf betiteln kann, ist schon fast Smatsch. Gell. Gut, obwohl im Schwäbischen gibt es auch Dörfer, die sind sogar noch kleiner. Und das ist jetzt von der Größenordnung schlecht gemacht. Das war ein Parteibüro von den Kommunisten. Und da war ein Tempel, für deutsche Verhältnisse war der Tempel groß, aber für chinesische Verhältnisse, was die für Größenordnung war der Tempel klein. Und dann haben sie so in der Wald eingebaut, weil das außenrum war alles Wald. Ja. So, ja. So ist eigentlich das mal erklärt. Ja, die Hinreise war zu Shantung war schon Abenteuer für sich. Ja. Ich habe viel erlebt und war ziemlich laut und auch schon wieder so Jetlag gehabt, kam fast nicht zum Schlafen gekommen, auch beim Flug gar nicht geschlafen. Auf der Reise nach Shantung vielleicht mal hin und wieder mal eingeknickt und eingeschlafen mal. Ja. Also, ich glaube höchstens 2-3 Stunden beim Armen, nicht ob das. Ja, es wird nicht wirklich ein guter Schlaf geht auch und dann auch viel erlebt, viel los auf der Straße und so. Großstadt mal wieder dicke Luft, aber wo wir dann immer ins Ländliche gekommen sind, da hast du immer weniger Leute gesehen und auch die Luft ist auch viel besser gewesen, ja, weil der Smog in den Großstädten in China sehr hohe Belastung und wo ich dann noch ein Jahr davor in Peking war, da habe ich ja richtig raue Stimme gekriegt, weil die Luft zu dick war. Ja. Und bei 2002, wo ich da in Peking war, und bei 2003, wo wir dann, ich bin auch durch Großstadt, war die Luft auch dick, aber da sind wir so richtig aufs Land gekommen, so in die Provinz. Ja. Und da war die Luft richtig gut auf dem Land. Respekt. Hey. Und da waren wir halt im Shantung, ja, das war die paar Sträßler und da war Bauern, auch ganz viele arme Leute. Das hat gewirkt wie so, ja, ein bisschen wie so Ghetto-mäßig, also jetzt nicht so modernes Ghetto, wie man sich vorstellt, so armselig halt. Und die Menschen waren trotzdem positiv Gedanken und sind fröhlich durchs Leben tanzt. Dann habe ich Leute getroffen, die nicht viel gehabt wie ein kleiner Raum, ein Tisch, ein Schränkle und ein Bettle und das war's, wenn ich 2-3 Mal essen kann, aber irgendwo essen kann, war ich glücklich. Und dann in Deutschland manche gesehen, dann auch, die ganz viel Geld verdienen an ihrem Arbeitsplatz. Ja. In Deutschland, irgendwelche Deutsche, die dann 5.000 Euro im Monat verdienen und sogar manchmal mehr und dann unzufrieden sind, unglücklich sind. Ja. Da war der Arme da in dem Nest Shantung, der war reicher, weil einfach mit dem weniger was er hatte, einfach glücklicher war. Ja, also im Gegensatz zu dem, der hier, also da gab es auch 2003 auch seltene Leute, die richtig dick verdient haben, aber da gab es auch schon Dickverdiener, wo Arbeitsplätze, wo von außen gesagt haben, ja, da ist das Arbeiterparadies. Gell? Und wo die Leute einfach, also ich rede jetzt wieder von Deutschen, wo die einfach Mordslöhne mitgenommen haben und immer noch unzufrieden waren. Aber da war der Arme in China trotzdem irgendwie durch seine Zufriedenheit reicher, obwohl er viel weniger gehabt hat. Ja. Wenn wir von der Handlung mal weitergehen, wenn war der Mensch nett und freundlich auch und so.
Und ich wieder mit ganz großen Augen rumgelaufen und Input, brauche Input, mal alles, was ich so gesehen habe, ein bisschen eingesammelt. Und haben wir auch lecker erstmal gegessen, Hühnchen mit Reis und Gemüse und so. Ja, lecker zubereitet. Und da hat er mich eingeladen. Ich habe auch Geld dabei gehabt, so. Habe ich auch davor wieder umwechseln lassen. Ja. Und dann sind wir an den Tempel gekommen, wo wir auch herzlich willkommen waren. Ja. Und auch, da hat man mich rumgeführt, uns rumgeführt. Und er hat es ja schon gewusst, er war schon ein paar Mal in dem Tempel. Und bin ich da rumgeführt worden. Und dann sind wir ganz klar in der Kammer sind wir da reingeführt worden. Da haben die so Reisschlafsäcke auf dem Boden gehabt, also so Reissäckle und eine Decke und eine Kiste auf dem Boden zum Schlafen. Ja, okay, machen wir und so. Und ja, ein bisschen lang gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Irgendwann ist es halt auch geschafft, dass ich eingeschlafen bin. Und um 6 Uhr habe ich einen Gong gehört und so und habe mich umgedreht zum Weiterpennen. Aber plötzlich lernt mir, also mein Trainer, also mein Sifu-Nachbar, also Nachbar in Deutschland, lehrt er mir ein Wasser über den Kopf und so und ich wache auf und was ist los? Was ist passiert? Ja, du musst aufstehen, ist schon morgens wir jetzt trainieren. Sage ich, wie ich trainiere jetzt ohne Frühstück? Ja, erst joggen gehen, dann frühstücken. Das heißt, glaubst du nicht, nimm mal einen Kaffee, ich bin ja noch gar nicht wach. Dann sind wir auf leerem Magen, sind wir da rumgejoggt, aus dem Tempel raus, durch den Wald gejoggt, umziehen haben wir noch getroffen und dann sind wir da joggen gewesen mit einer Gruppe. Und danach hat es Frühstück gegeben, aber auch kein Kaffee, sondern so Reisbrei zum Trinken und in dem Tempel vegetarisch gelebt und ja, gekochte Eier, Soja-Eier und so Sachen, Reis, Gemüse, ja, war trotzdem lecker. Also. Und der dann fragt, dir schmecken? Das sei ja super, hey. Du keine große Ansprüche, ich habe gesagt, ich finde es trotzdem, ich finde es lecker, mir schmeckt. Ja, und dann hat es dann zur Morgenzeremonie gegeben, Beten, ja, und dann haben die trainiert nochmal. Also, dann haben die so, dann auch verschiedene Bereiche gehabt, also Kraftausdauerbereich, ja, wo sie mit so Steuergewicht trainiert haben. Also normale Händler, nur Steuer halt und mit Holz verbunden und so weiter. Oder Klimmzüge gemacht, also nicht wirklich Fitnessstudio, ab und schon Handel und so weiter, Großhändler geht, so Langstangen geht oder Bläuhändler geht, das sind die schon zum Trainieren. Und war es mehr so ein Kraftausdauerbereich in den Eingang und habe halt die Übung gemacht, wo wir vorgewiesen worden sind. Dann habe ich auch in andere Kampfstile ein bisschen reinschnuppern können. Schlange und Kranich und so weiter. Und auch Drachen Kung Fu. Haben ein bisschen was mitgenommen, aber in der kurzen Distanz, wo wir da waren, da nimmst du nicht so viel mit. Ja. Man ist Gott auch geflöht, aber wir haben schon noch ein bisschen auch was in Gegenwart mitgenommen. Und so. Und dann war es eigentlich immer täglich und dann halt trainiert. Und dann hat es mal Mittagessen gegeben und dann ist das Training halt weitergegangen und das ist halt ziemlich weit lang gegangen. Lang gegangen das Training am Tag auch. Und da habe ich den brutal, bin mir vorgekommen, als wäre null. Ja. Als die da alles kennen, von der Geschwindigkeit, von der Präzision, wie die da ihre Technik rauskauen, da war viel weit weg. Und wie die sich dehnt haben, alles können, also Spagat. Da war auch einer dann sag ich mal, ein Rad macht, ein Flickflack. Man sagt es eigentlich Karatesprung, obwohl es eigentlich verschiedene Stile gibt. Und dann hat er nach dem Sprung ist er gleich im Spagat gelandet. Und er hat brutal was, und hat auch noch was mit einer Waffenform vorgeführt. Ja. Also verschiedene Waffen sind die da gezeigt und hat brutal. Ich habe nur staunen können und ich bin mir so ganz gleich vorgekommen, weil ich habe gedacht, boah, ich bin ja so weit weg von dem Ganzen. Gell. Und ja,
Aber es war alles so interessant, das anzuschauen, zuzugucken. Und dann auch verschiedene Stile. Okay, ein paar Stile habe ich reinschnuppern können. Ja. Und also wie gesagt, Schlange habe ich reingeschnuppert. Drachenkung habe ich reingeschnuppert, Kranichkung habe ich reingeschnuppert. Und sonst habe ich da mit meinem Nachbar aus Deutschland, also mein Sifu, und einem anderen, also mit einem Mönch, habe ich Tiger Kung Fu hauptsächlich geübt. Gell? Und dahinter beim, also ich war nicht lang, da waren nur 2 Wochen, aber am zweitletzten Tag haben wir dann noch einen Wettkampf gehabt, auf sportliche Bilanz, den so Art, ja wirklich MMA-Handschuh war das nicht, aber so in der Richtung. Und Beinschutz hat es auch gegeben, auch ein bisschen primitiv. Sagt Mundschutz hat es auch gegeben, der war aber auch primitiv, aber Hauptsache tut es auch Wirkung. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich 2003 habe ich nur Kämpfe verloren, bis auf einen Kampf, aber ich habe nur Kämpfe verloren. Und bis auf einen Kampf halt, aber da zum Beispiel bei dem, wo ich mit einem Kickboxer sportlichen Kampf gehabt habe, davor, Monate davor, der hat mir auch zusammengefallen, aber wo ich dann mit Kettenfußstöße gekommen bin, dann hat er den Strauchler gebracht. Der hat damit nichts anfangen können. Ja. Den habe ich einen Strauchler gebracht. Ja. Der hat er nicht blocken können und den habe ich ja ziemlich gut erwischt und dann auch ein paar Blessuren von meinen Kettenfußschlägen gekriegt. Aber trotzdem habe ich gegen den keine Chance gehabt, weil der mir von allem überlegen war und der hat mir dann K.O. geschlagen in der nächsten Runde. Ja. Und sonst hat er die ganze Zeit den Kampf dominiert mit dem Kickboxer. Ja. Also ein paar Monate vor die Sommerreise 2003 gemacht natürlich. Dass man das, ja. Und trotzdem war ich war sehr nervös, ich war aufgeregt und als der Wettkampf war, da haben auch verschiedene Leute gegeneinander gekämpft. Der eine Kette hat harter Shaolin Kung Fu gemacht und ich bin an der gar keine Chance gehabt. Ich bin nicht durch die Zeitdeckung und der hat immer mich überall getroffen. Ja, zuerst ziemlich hart. Ja. Dann hat er gemerkt, dass ich dann für ihn kein Gegner war. Dann hat er es weiter gemacht, die Schläge. Dann hat er gar nicht mehr geschlagen, hat nur noch blockt. Ich bin mir immer dümmer vorgekommen und habe dem oh, die gucken alle zu. Ja. Und dann hat er auf einmal gar nicht mehr blockt, der ist nur ausgewichen. Ich habe nicht einmal erwischt. Der ist nur ausgewichen ständig. Bis der Kampf irgendwann vorbei war und habe gedacht, boah, das war jetzt aber peinlich. Ey, ja. Und dann habe ich andere gekämpft und den so abendberaumte Techniken rausgehauen, ich bin mir vorgekommen wie null. Ja. Und am nächsten Tag, an dem Tag war es noch, genau, da habe ich mit einem noch gekämpft und habe gedacht, also mit Tigerbrücke kommst du nicht weiter und mit etwas Taekwondo kommst du nicht weiter, versuchst mit Wing Chun. Wenn schon den Kickboxer vor ein paar Monaten, also von 2003 so mal ausgesehen, vor ein paar Monaten einen Strauchler gebracht hast, vielleicht kriegst du dann auch einen Strauchler. Ja. Weil da ist ja nur auf Tiger Kung Fu und sowas eingestellt, jetzt mach doch mal einfach Wing Chun Techniken. Ja. Da habe ich einen Low Kick gemacht, gleich beim Anfang vom Kampf, dann war er nicht gefasst, den Schlag auf der Schenkel gekriegt. Als ich dann mit Kettenfußstößen rein bin, ja, ich habe ihn zwar getroffen, aber ich habe gemerkt, er war geschwind überrascht, war geschwind aus dem Konzept. Ja. Der hat nämlich Kranich Kung Fu gemacht, aber beeinflusst hat er den nicht groß. Der ist dann noch hinter ausgewichen, auf die Seite abtaucht. Gell? Also ich mache keine Vorstöße, der weicht da dann von hinter aus und trifft mit der Hand, mit der Kranich, ja, Technik. Ja. Ich bin auf den zugekommen, der weicht so aus, so. Ja, und steht seitlich von mir ganz schnell und trifft mit der Kranichtechnik an der Schläfe. Ich kipp um, war kurz weg, aber bin von mir aus wieder zu mir gekommen und da war der Kampf schon vorbei. Da denke ich, oh je, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ja, er war auch richtig traurig und depressiv. Ich habe da gegen die gar nichts ausrichten können. Dann kommt der
hatte mein Seafood, mein Nachbar, der kommt dann auf mich zu und sagt dann, ja, du hast den Kampf verloren, aber ich bin trotzdem stolz auf dich, du hast nämlich den Mut gehabt, dich zu stellen, obwohl du gewusst hast, das sind alle Lichtjahre besser wie du. Ja. Du bist stolz, dass du dich trotzdem gestellt hast und du hast eigentlich auch deine Niederlage mit quasi mit Würde genommen. Ja. So die Schüler habe ich gerne und du wirst dich noch entwickeln. Klar, dass die alle besser sind wie du. Die machen als Kind, seit Kindern nichts anderes und die trainieren auch jeden Tag mehrere Stunden. Das ist das Einzige, so, was ich so hin im Leben. Du musst dich schämen, wenn die viel besser sind wie du. Ja? Nur wie du deine Niederlage, wie du die einsteckst, das ist, du brauchst auch nicht schämen oder die andere Hände sagen die andere um mich herum, die haben mich nicht ausgelacht. Die fanden sogar gut, was ich kann, obwohl da habe ich gedacht, was ist doch gut, ich bin doch so schlecht. Aber die andere Hände so respektiert das bisschen, was sie kennen haben. Ne? So, ja. Ja gut, am nächsten Tag hat es dann so eine Art. Was ja auch noch gravierend war, ich habe mir eigentlich in den 2 Wochen jeden Tag melden müssen, so um 13 Uhr in dem Parteibüro von den Kommunisten. Da ist immer so eine Begleitperson mitgekommen. Da hat wissen, weil ich oben am Dorf bin. Die Begleitperson hat erzählen müssen. Ich habe es nicht verstanden, aber der Nachbar hat mir gesagt, warum ich da immer mit dem Namen muss, ob ich mir auch gut verhalte und ob ich nicht auffällig geworden bin. Na, natürlich, ich habe auch unter anderem eine chinesische Abstammung, eine deutsche Abstammung, eine polnische Abstammung, aber von der Staatsangehörigkeit bin ich deutsch. Was ja auch in Ordnung bin, da stand ja dazu und ist ja für mich auch Ehre, ich liebe die deutsche Kultur. Nur nicht wie viele Deutsche sich heutzutage verhalten, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat er wissen wollen, ob ich irgendwie im Negativen aufgefallen bin und ob ich mich gut verhalte und ob man mir abschieben muss, zur Not. So. Und da ist immer positive Resonanz gekommen und ich war ja immer in dem Bereich, von der, das hat es gestimmt, ja, und nach dem Wettkampf, ich habe mir echt noch überlegen müssen, war das, ne? Ich habe 2 Wettkämpfe am einen Tag gehabt und am nächsten Tag in die Party gehabt und so eine Abschiedsparty und da sind wir einfach schon wieder heimgepilgert. Ne? Daheim eine Wohnung, wo wir neu war, auch wieder Jetlag, bis wir wieder eingewöhnt haben und mit meiner Schwester habe ich da Streit gehabt, aber meine Schwester ist mit den Kindern auch dann doch jetzt auf einmal wieder öfters gekommen und ich habe mit meiner Schwester immer noch, war jetzt so auf sie, aber ich habe mit der schon Hallo geschwätzt, aber ich war schon ein bisschen kühl zu ihr, also kühl, ja. Auf den Männerhass, den man entgegengebracht hat. Und bei Nicht und Neffe den Lust gehabt. Ich habe die Wohnung hier als Familienwohnung umgestalten wollen. Und mein Nicht und Neffe einfach Lust gehabt, mir zu helfen, meinen Gang zu renovieren. Ja. Dann habe ich erstmal den Gang gestrichen und mein Nicht und Neffe mir geholfen, ich habe echt auch Spaß dran gehabt. Und mir da auch Fotos gemacht und das gefilmt und ich habe den Gang eigentlich ganz rot streichen wollen. Ja. Weil mir hat irgendwie der Kommunismus im Positiven eigentlich auch beeindruckt, weil ich auch viel drüber gelesen habe und etc. Und dann, ich wollte den ganzen Gang rot streichen, streichen, um quasi der Lenin zu zu ehren, der Rote Oktober zu ehren, Lenin ehren, auch Mao Zedong ehren mit seinem langen Marsch. Und aber meine Mutter gesagt, nicht alles rot streichen, das wird dunkel, streich die und die streich da Seite auch weiß und die, wo der rot streichen wird, streich rot. Und dann habe ich die so gemacht. Und da habe ich dann gut, dass meine Mutter das gesagt hat, das wirkt nämlich schöner und heller, wenn da nicht alles rot ist und auch ein paar wenn weiß sind. So. Ja, heute seht es auch viel objektiver aus der Ferne, dass jedes System seine gute und schlechte Seite hat. Gell? Da gibt's, du findest im Kommunismus was Positives und was Schlechtes, du findest im Kapitalismus was Positives und Schlechtes. Das hat jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Und der Way of American Dream, so wie ich heute sehe, hat auch seine positive Seite und ist, wenn du siehst, wenn ein armer Mensch zum Superstar wird, Millionen verdient, hat alles seine schlechte und positive Seite. Ja, ja, aber heute sehe ich das ein bisschen neutraler. Früher war er ein bisschen, ja, Kommunismus geil und so.
Nur das und so, aber man reift ja mit der Zeit. Man hat ja nicht immer die gleiche Ansicht. Der Kernspecht hat ja zum Beispiel öfters einmal seine Ansicht auch geändert, weil er sich ja irgendwo sich weiterentwickelt hat. Also in jedem Bereich die Weiterentwicklung hast andere Gedanken, wie du vor vielen Jahren gehabt hast, auch politisch vor allem. Ja. Ja, den Zweikampf vom Kernspecht, das hat dauernd umgeschrieben. Ja. Aktueller Ding, ja, vom Kernspecht, also sogar jetzt sein heutiges Sicht und ehemaliges Sicht aufschreibt und erzählt, warum er sich da geändert hat. Aber die hat er schon damals ein paar Mal umgeschrieben, das Buch, ja, und immer neue Versionen rausgebracht. Ja gut, auf jeden Fall war meine Schwester so sauer. Da war er ja im Gang noch beim Streichen und hat die Kinder abgezogen, die dürfen mir nicht mehr helfen, obwohl sie mir gerne geholfen hätten. Und die hat den Kontakt mit mir abgebrochen. So. Da habe ich den Gang allein fertig gemacht und war einfach mal fertig irgendwann. Und ja, dann wollte ich was trinken. Und dann gucke ich auf mein SMS, ja, kein WhatsApp, SMS. Und da steht drin, meine Schwester, ich bringe mich jetzt selber um. Ja. Ich mache jetzt, ja, und dann habe ich gedacht, Scheiße, das ist vor 3 Stunden gesendet worden. Ich habe Angst gehabt, wir sind Trainer runtergelaufen. Ich bin in mein Auto gegangen, ich bin schnell zu meiner Schwester gefahren, oh neue, schon wieder rote Ampel, oh, grün, schnell fahren. Ich habe schon kalt beim Hinfahren. Und meine Schwester, die steht quasi vor der Garage, die hat so Garten, also Festle gehabt, ja, und haben Bowle getrunken und da war der Vermieter da, der Uwe und ein paar viele andere Leute. Freundeskreis vom Uwe, vom Vermieter, und der Uwe hat eine Freundin gehabt, die hat eine rumänische Freundin, die hat Kami oder irgendwie so geheißen. Und dann einen Stiefsohn gehabt, der war auch rumänisch, der hat Chris geheißen. Ja, Uwe, Chris und Kami heißen viele Menschen, also das ist jetzt nicht, heißen viele Millionen in Deutschland. Und meine Schwester steht da, tanzt und das sage ich zu meiner Schwester, was ist los, ich habe mir Angst gehabt, ich bin da hergefahren. Und meine Schwester lacht mir an und dann sage ich, du hast mir geschrieben, du bringst dich um. Und meine Schwester, ich komme um vor Glück. Heute ist Party. Da sage ich, warum schreibst du bringst dich um? Spinnst du? Verstehst du keinen schwarzen Humor? Und tanzt da und holt sich der Bowle. Ja, und ich war so aggressiv. Sag ich habe Angst um die Kette. Ich habe gedacht, du hast da echt was, oder? Wir haben Panik. Und jetzt kommen wir daher und du tanzt da im Hof umeinander. Ich glaub's nicht. Ich war echt aggressiv und die schmunzeln, Timo, du bist ein Spießer, wenn ich einen schwarzen Humor misch, dann mischst du jetzt Stress. Nehme ich dir das Bowle aus der Hand und sag, du, ich schenke dir noch ein bisschen, ich gebe dir einen aus. Schütt dir die Bowle ins Gesicht, die ist nur da gestanden, so versteinert, und dann hat sie wieder gerade mein Auto einsteigen, weil hat sie geschrien, Timo, der Schwein! Und bin ich halt weggefahren. Und die andere war auch schütter, warum die jetzt die Bowle ins Gesicht gekriegt hat. Aber das war mir, so mit meinen Emotionen zu spielen, das war mir an Tagen zu viel. Ja. Ich schwätze mir jetzt schon Rage, wenn ich über das von damals nachdenke. Ja. Weil ich mir echt Sorge gemacht habe. Ne. So, wünsche euch, ja, oh.